und ein drittes Review-Video gibt es heute noch, und zwar der Kestech-Auspuff meiner supergeilen Harley-Davidson Pan America 1250 Special. Dieser Auspuff upgradet das Motorrad nochmal um 100%, weil es einfach ein gewisses Fahrgefühl vermittelt. Und ihr habt ja vielleicht jetzt auch schon das ein oder andere Sardinen-Video gesehen oder gehört. Was sagt ihr dazu? Ich sage, das ist auf keinen Fall zu laut. Kein Witz, was man in Italien gesehen hat. Aber wir wissen ja, die Leute lieben es sowieso. Aber mich hat auf Sardinien ein Italiener angesprochen, ein Sarde wahrscheinlich, und hat einfach gesagt, wow, was ist das, eine Ducati? Er hat das Bike noch nie gesehen. Und ich sage ihm, eine Harley. Und er, wow, geil, hört sich geil an. Kein Witz, Kinder haben sich gefreut, so gedeutet. Alle Leute im Kaffeehaus, so gedeutet. Andere Mopedfahrer, so gedeutet. Also die Leute haben sich irrsinnig gefreut, das Moped zu sehen und bestimmt zu hören. Ich habe auch gehört, hey, habe ich noch nie gesehen. Ist eine Harley. Geil, ja. Habe davon gehört, aber noch nie eine draußen gesehen. In den Jahren jetzt, seit 2021, wo eigentlich die Multistrada V4S, eben die Pan America, die KTM 1290 und auch die neue Triumph rausgekommen sind, haben wir noch nie, obwohl wir so viele Kilometer gemacht haben, sagen wir 50.000 Kilometer gemacht haben, wir haben keine einzige Pan America jemals gesehen. Auf Sardinien haben wir eine gesehen, aus der Schweiz. Mega geil. War vollgepackt mit Zubehör, auch Offroad-Zeug. Da haben wir wirklich eine andere gesehen. Voll geil. Vielleicht war auch eine zweite, aber ich würde sagen, es war zweimal dieselbe. Man trifft sich immer irgendwie wieder auf der Insel. Die Leute lieben den Sound und ich liebe ihn auch. Also du drückst diesen Knopf und das Volumen, was eigentlich bei allen modernen Motorrädern fehlt, ist einfach da. Und man hat mir wirklich auch beim Kauf gesagt, quasi, dieses Volumen und diese Geräuschkulisse und legal, die kriegst du heute nur noch mit einer elektronisch gesteuerten Klappenanlage. Und was ist es? Es ist quasi wie bei so einem teuren Supersportwagen oder bei einfach einem anständigen Sportwagen oder einfach bei einer anständigen Auspuffanlage. Du hast quasi eine Elektronik, die direkt an den Motor gekoppelt ist und die regelt, wann das Motorrad unter welchen Gesetzesbedingungen welche Lautstärkenreglements erfüllen muss und schließt dementsprechend dann einfach die Klappe. Das heißt quasi, wenn du 50 fährst, wenn du 80 fährst, schließt die Klappe und es ist einfach ganz normal, leise, ruhig. Und es ist, du fällst einfach überhaupt nicht auf. Es hört sich an wie die 1300 GS oder auch wie die Multistrada oder wie die KTM. Genau. Und wenn du quasi einfach außerhalb dieses Regelbereiches bist, kannst du einstellen, ist die Klappe ganz offen oder halb offen oder bleibt die Klappe auch geschlossen. Und dementsprechend kannst du hier noch selber deine Geräuschkulisse wählen. Das wäre quasi zum Beispiel, wenn du einfach bewusst fahren willst und du fährst halt einfach irgendwo am Bergpass, wo einfach wirklich niemand ist und du hättest halt gerne den Sound, drückst du den Knopf, leuchtet es blau, also du hast wirklich ein LED-Feedback sogar, leuchtet es blau und du hörst es auch sofort, es kommt sofort einfach ein Volumen zurück und du hast einfach wieder ein anständiges Motorradgeräusch. Und so wie ich auch schon in anderen Videos erwähnt habe, ich würde sagen, das 1250er GS Sound Feedback ist für mich sehr ähnlich. Also es ist auch einfach ein tiefer, gemütlicher, starker Sound, der einfach Freude vermittelt. Genau, auch nicht zu laut, aber einfach da. Ihr wisst schon, einfach die Präsenz ist da. Die 1300er GS für mich, die hat quasi das gar nicht mehr. Die ist für mich eher Mono, die ist eher so klassisch. Bei der Ducati Multistrada V4S hat mir der Sound auch komplett gefehlt. Genau, bei der KTM war der Sound gut, aber auch gar nicht zu vergleichen mit diesem Klangbild, das man hier über diese Kestech-Anlage bekommt. Alternativ kann man sich auch einen Jekyll & Hyde Auspuff kaufen. Hätte bei mir nur 3 Wochen Lieferzeit gebraucht und ich wollte das Bike super schnell haben. Und danke Harley-Davidson München West an dieser Stelle nochmal. Genau, ihr habt es ja möglich gemacht. Der Kestech Auspuff wurde sofort bestellt, wurde super schnell geliefert und den haben sie mir dann auch noch drauf gebaut. Und ja, dementsprechend ist es bei mir jetzt auch Kestech geworden. Ich finde, er sieht auch super geil aus. Und er hat mir auf den ersten 7200 Kilometer unendlich viel Freude bereitet und ich würde ihn wirklich sofort wieder kaufen. Preis happig. Irgendetwas knapp über 2200 Euro. Ist echt anständig Asche. Genau, dann kommt ja noch die Montage der Werkstatt dazu. Also ich würde sagen, es sind schon mindestens 2,5, die du dafür bezahlst. Ich habe noch Rabatt gekriegt, weil bei Kestech gerade so eine Aktionswoche war. Es hat wirklich alles super gut geklappt. Danke sehr. Bei Kestech habe ich Rabatt gekriegt. Bei Harley habe ich Rabatt gekriegt wegen einer 2023er Sales-Aktion. Hat echt wirklich alles gepasst, das Motorrad zu dem Zeitpunkt zu wechseln. Das ist die Anlage. So funktioniert sie. Wenn du das Moped startest, ist die Klappe immer aus. Du kannst theoretisch eine Art Race-Start machen. Dann machst du die Zündung an, drückst den Knopf, es leuchtet blau, drückst auf Start, dann startet er mit offener Klappe, ist dann einfach beim Starten lauter
und schließt aber die Klappe danach wieder. Wenn du sie dann wieder offen haben willst, drückst du wieder den Knopf. Wie gesagt, egal unter welcher Polizeikontrolle, alles komplett legal. Die Polizei kennt das auch, hat man mir gesagt. Ich glaube auch, da gibt's absolut nichts daran zu machen. Ich meine, das Ding ist komplett verbaut. Von einem deutschen Hersteller mit Typengenehmigung kannst du nichts machen. Also mein Auto ist ja auch tiefer gelegt, spurverbreitert, Chip getuned, alles eingetragen, gar keine Probleme. Und ja, so soll es wirklich auch sein. Man hat Fahrfreude pur. Aber da gibt es dann doch noch was zu erwähnen. Mein Auspuff hat genau 3 Wochen und 7200 Kilometer gehalten, weil wir waren wirklich schon auf dem Weg zur Fähre, noch in Porto Torres im Nordwesten, fahren dorthin. Also wirklich übel. Wir haben noch 3 Desert X von Ducati getroffen und alle haben gesagt, sie haben Probleme mit der Bremsanlage. Es verformt sich irgendwie die Bremsscheibe und das ist schon die 2. Bremsscheibe auf Garantie, vorn und hinten. Und es kommt immer wieder und es kommt bei allen. Okay, habe ich nicht gehört, habt ihr nicht von mir. Aber die haben quasi gesagt, jedes Bike hat irgendwas. Und ich habe ihnen vom supergeilen Kerstech-Auspuff erzählt und dann starte ich tatsächlich und dann fahre weg und dachte mir, das hat sich jetzt aber anders angehört. Da war das Volumen, das hat irgendwie gefehlt. Und dann nicht in der Fähre und ja, dann war ja das quasi in der Fähre drin, hast du ja quasi das Schallern, kannst du quasi nicht objektiv entscheiden. Das ist ja wie im Tunnel, es ist immer laut. Dann fahren wir hier auf der Autobahn Richtung München und ich denke mir die ganze Zeit, es fehlt der Sound, es fehlt der Klang, es fehlt das Volumen. Was ist los? Dann sage ich der Freundin, Schatz, sind wir jetzt irgendwie komplett deppert geworden schon, weil wir einfach so viel gefahren sind mit dem Bike, dass wir einfach nicht mehr wissen, was ist der Kerstech offene Klappe Sound und was ist normal geschlossene Klappe oder wie überhaupt. Und genau, es gibt aber schon diesen einen Test halt quasi, wenn du stehst und bei einem Tankstopp haben wir es dann auch gemacht, wenn du stehst und der Motor läuft und die Klappe ist zu, ist es quasi wie jeder moderne Motor einer Reiseenduro, hätte ich mal so gesagt. Und wenn du den Knopf drückst, hörst du einfach das Volumen und du weißt sofort, geil. Und es hat gefehlt. Und ja, dementsprechend habe ich das auch bei der Werkstatt, ich habe danach das 8000er Service gehabt, gemeldet und man hat das alles dokumentiert und ich kriege jetzt einfach einen komplett neuen Auspuff. Sehr spannend. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Habe auch ehrlich gesagt keine Meinung. Ist es mir komplett egal? Ja. Aber nur dank dieser Lösung, dass ich sofort einen neuen Auspuff kriege und es alles wieder läuft. Und ich bin mir sicher, der wird länger halten als 3 Wochen bis 1 Monat. Man muss auch sagen, wir wissen ja, es ist eine harte Benutzung. Man hat mir auch gesagt, gegebenenfalls kann es auch sein, dass es quasi die Steuereinheit vom Auspuff irgendwie ein bisschen wetteranfällig ist, wenn es regnet ist oder wenn es regnet oder was auch sonst was ist, dass da vielleicht irgendwas durchgebrannt ist. So mein Feedback war, irgendeine Steuereinheit hat wohl zu viel Strom geliefert oder gezogen vom Auspuff und dann ist eine Sicherung geflogen und dann hat quasi die Klappe nicht mehr funktioniert. War ganz spannend beim Runterfahren. Also der Auspuff hat schon auch wirklich einen besseren Sound als normal, muss man sagen. Das ist jetzt mein Resümee. Würde ich ihn wieder kaufen? Ja. Würde ich ihn aktuell empfehlen? Ja, aber wenn euch das interessiert, wartet auf jeden Fall ab. Es kommt bestimmt Ende des Jahres noch ein, bestenfalls 20.000 Kilometer Review-Video der Harley-Davidson Pan America Special. Schauen wir mal, was wir so zusammenbringen dieses Jahr. Und dann wisst ihr auch, wie es dem zweiten Auspuff so gegangen ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Der kommt nächste Woche an. Dann wird das auch von Harley. Danke vielmals wieder an dieser Stelle, dass ihr das macht. Liebes House of Flames München West Team. Wird quasi einfach der Auspuff gewechselt. Dann ist alles nagelneu. Und dann schauen wir weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Für euch hier noch 1, 2 Fahreindrücke aus Sardinien von diesem grandiosen Auspuff. Es macht so viel Freude. Es ist nicht in Worte zu fassen.
Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Klang so findet. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.